Moin, in dem Video zeige ich dir einen Flow, den du unbedingt noch vor Black Friday einrichten solltest. Und zwar ist das der Cart Abandonment Flow und zwar in dem Fall wirklich der Real Cart Abandonment Flow. Also es gibt grundsätzlich im Klaviyo einen Unterschied zwischen Checkout-Abbruch, also wirklich wo der User im Checkout das Formular ausfüllt, noch einen Schritt weiter geht und dann erst abbricht. Und das ist normalerweise der Flow, den du wahrscheinlich auch eingerichtet haben wirst. Und dann gibt es noch einen Flow bzw. einen Trigger, der etwas weiter vorne anfängt, nämlich genau da, wo der User das Produkt in den Warenkorb legt, aber da es dann gar nicht bis in den Warenkorb schafft. Und gerade zu Black Friday haben wir hier am Add to Cart einen enormen Hebel, weil wir im Prinzip die User schon kennen. Die kamen gegebenenfalls wirklich aus unserer E-Mail-Liste. Die kamen aus unseren E-Mails, die sind auf die Produktdetailseite gegangen, haben dort etwas in den Warenkorb gelegt, sind dann aber vielleicht nochmal zur Konkurrenz abgebogen, um da nach den Preisen zu gucken oder haben sich ablenken lassen oder was auch immer. Das heißt, wir haben da zwischen Add to Cart und tatsächlich im Checkout-Abbruch wahrscheinlich nochmal 20, 30%, 40%, wie auch immer, die uns da verloren gehen. Und deswegen macht es Sinn, gerade an Black Friday schon auf dem Add to Cart anzusetzen und dann auch hier den Abandoned Cart Reminder auf dem Add to Cart Trigger zu nutzen. Und was wir dafür tun müssen, das zeige ich euch jetzt. Und zwar brauchen wir dann da im Prinzip zwei Sachen. Wir brauchen einmal den Flow logischerweise und wir brauchen dann aber auch ein Event, was wir von Shopify Richtung Klaviyo schicken. Und dazu gibt es grundsätzlich hier diese Dokumentation. Da kann ich euch gerne auch nochmal den Link verlinken. Dann könnt ihr euch das alles nochmal durchlesen. Aber grundsätzlich brauchen wir im Prinzip ein Snippet im Shopify. Also wenn was in den Warenkorb gelegt wird, dass dann entsprechend ein Event dann auch an Klaviyo geht. Und das kann entweder auf einer Button-ID passieren oder dann einfach auf der Button-Class. Also das ist immer so ein bisschen abhängig von eurem Theme. Deswegen gibt es da auch keine Standardlösung quasi von Klaviyo. Und das kann man hier alles nochmal ganz kurz nachlesen. Ich würde es euch einfach mal direkt im Beispiel zeigen. Und zwar habt ihr, wenn ihr hier eine Produktdetailseite habt, dann könnt ihr hier einfach mal raufklicken und dann wisst ihr im Prinzip auch schon, ob ihr mit einer ID oder mit einer Class unterwegs seid. Weil wenn ihr dann einfach mal hier den Button kontrolliert, dann seht ihr im Prinzip, dass hier quasi bei mir jetzt eine Class drin ist mit Button Product Card Submit. Und deswegen scroll ich jetzt einfach mal zu dem Snippet hier unten runter. Das ist nämlich dann quasi, wenn wirklich nur eine Klasse da ist, keine ID. Und das nehme ich mir mal jetzt so, wie es ist, da raus und gehe damit in mein Shopify und hier auch einfach einmal unter Online-Shop, Themes und dann an meine Product Liquid ran. Also einmal hier unten rein. So, und dann müsst ihr halt schauen, wie hier wirklich eure Klasse heißt. Also da ist jetzt standardmäßig gerade Add to Cart drin. Wenn ihr jetzt hier euer Element einmal inspiziert, dann seht ihr quasi, wie eure Klasse heißt. Und hier könntet ihr euch jetzt beispielsweise hier dieses Product Form Card Submit nehmen. Das heißt, das nehme ich mir auch mal einfach kurz raus und würde ihr das jetzt genau hier ersetzen, wo Add to Cart quasi steht. Genau, das können wir im Prinzip dann auch schon speichern und dann könnten wir einmal hier kurz neu laden, was in den Warenkorb legen und dann würden wir hier jetzt an den Profilen, würde ich jetzt hier sehen, dass bei meinem aktuellen User hier jetzt ein Add to Cart dazu gekommen ist. Und auf Basis dieses Events kann ich jetzt einen Flow anlegen und zwar würde ich mir das relativ einfach machen. Ihr habt ja idealerweise schon einen Abandoned Cart, der eigentlich ein Abandoned Checkout ist und den würde ich mir einfach duplizieren. Das heißt, ihr geht hier hin, geht auf Clone und sagt hier dann, dass der Träger nicht Checkout Started ist, sondern wirklich das, was wir jetzt als Add to Cart angelegt haben. Und da würde ich jetzt einfach auch, damit wir es nachher gut unterscheiden können, einfach sagen, den hier benenne ich einmal um in Abandoned Checkout, dass ich auch wirklich weiß, okay, das ist mein Flow, der auf dem Checkout-Event basiert. Das heißt, den nenne ich Abandoned Checkout und den lasse ich einfach mit Abandoned Cart dann jetzt so stehen und gehe da einmal ran, weil da müssen wir natürlich jetzt auch nochmal kleinere Änderungen vornehmen. Und zwar müssen wir eigentlich nur hier bei den Flow-Filtern dafür sorgen, dass der nicht kommt, wenn der User dann gleichzeitig auch nicht nur was in den Warenkorb gelegt hat, sondern auch wirklich den Checkout gestartet hat, weil sonst würde er die E-Mails immer 2-3 Mal bekommen und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir würden hier einmal auch sagen, dass er hier what someone has done, Checkout started 0 times since starting this flow. Ja, das können wir so speichern und dann müssen wir das hier eigentlich nur alles auf Live stellen. Und sollten dann hier auch einmal an die Mail ran. Also das heißt, wir gehen einmal hier ganz kurz rein, weil da haben sich so ein paar Sachen geändert. Also so ein paar Sachen sind da jetzt anders. Das heißt, wir müssen da mal ganz kurz ran. Und dann könnt ihr euch entweder halt ganz kurz mal so einen wirklichen Edit to Cart Flow anlegen, euch diesen Block rauskopieren und dann quasi hier wieder reinziehen. Also das habe ich jetzt beispielsweise mal gemacht hier, um euch mal den Unterschied zu zeigen. Da ist quasi hier jetzt anstatt des Item Product Titles ist dann der Event Name dran, der Preis ist dran, die Quantity wird hier quasi im Checkout mit überliefert, bei dem Add to Cart halt nicht. Das heißt, die Information haben wir nicht. Das heißt, entweder ihr legt euch den, wie gesagt, ganz kurz an, zieht euch diesen Block raus, kopiert ihn hier rein, dann seid ihr relativ safe.
Oder ihr macht das halt einfach manuell, dass ihr hier einmal rangeht und dann sagt, hier an der Stelle will ich jetzt quasi die ganzen Sachen austauschen. Ne? Welche das sind, seht ihr rein theoretisch auch immer hier in dieser Preview, dass ihr einfach hier, wenn ihr hier rauf drückt, dann seht ihr quasi, dass das hier eine Event-URL hat, dass das hier quasi dann irgendwie einen Brandnamen hat, einen Price hat und so weiter. Und das sind halt nur diese Daten, die am Edit to Cart quasi vorhanden sind. Das heißt, die können wir auch nur nutzen. Wenn ihr die versucht aus dem Checkout Flow zu nutzen, dann sind die Daten halt nicht da. Also Item, Product Title und so, das ist halt hier nicht vorhanden. Das heißt, wir müssen das einmal umändern und dann hier quasi die Sachen austauschen. Oder wie gesagt, am einfachsten ist es, sich einmal ganz kurz diesen Block zu nehmen, ihn zwischenzuspeichern und dann hier reinzupacken. Und dann müssen wir rein theoretisch nur noch hier an der Stelle jetzt auch diese URL umändern. Also da auch hier ist es quasi so ein Event extra Checkout URL und so weiter. Und diese gibt es jetzt hier an den Daten nicht dran. Genauso wie auch hier unten, da wird die gleiche verwendet. Das heißt, wenn wir jetzt hier in den Preview gehen, dann können wir uns hier quasi einmal eine URL rausholen. Also in dem Fall jetzt diese hier, die würde dann zurück auf unser Produkt führen, was ja auch okay ist. Würden uns den Platzhalter da mal rausgreifen und würden den dann an dieser Stelle jetzt hier eintragen, das speichern und das gleiche machen wir jetzt auch einmal hier über den Quellcode idealerweise in dem Abschnitt. So, und dann haben wir im Prinzip diese 3 Stellen, also hier oben, hier unten den Button und dann entsprechend diesen ganzen Block hier einmal austauschen mit den richtigen Eventnamen. Genau, und wenn ihr das dann gespeichert habt, dann habt ihr hier wirklich 2 Flows drin. Also einmal den Abandoned Checkout, wo wirklich der User quasi seine Daten im Checkout eingeben muss, um raufzukommen. Oder dann, wenn er schon aus unserer E-Mail kommt, dann entsprechend hier den Abandoned Cart, wo wir dann einfach die E-Mail-Adresse schon haben und den Flow dann einfach so rausschicken können. Wie gesagt, diesen hier hättet ihr grundsätzlich auch anders anlegen können. Also ihr hättet hier auch auf Create Flow gehen können, dann hier auf Cart und dann hier gibt es diesen Abandoned Cart Reminder mit Add to Cart Trigger. Das heißt, den hättet ihr euch auch raussuchen können, aber hättet dann quasi noch alle Texte anpassen müssen, hättet euer Logo reinziehen müssen, eure Farben und so weiter. Von daher müsst ihr gucken, was für euch einfacher ist. Entweder ihr setzt auf dem auf oder so, wie ich es euch gerade gezeigt habe, einfach den Abandoned Checkout quasi kopieren und dann die entsprechenden Blöcke und Links nochmal mit austauschen. Beide Wege führen zum Erfolg. Idealerweise testet ihr es im Anschluss, also dass ihr selber mal was in den Warenkorb legt, dann euch die E-Mails zuschicken lasst, mal auf die ganzen Links klickt und dann sicher gehen könnt, dass es auch wirklich funktioniert.